herzlich willkommen. Heute geht es wieder um den 325 Ti und ich werde euch zeigen, wie ihr den Luftmassenmesser an eurem 325 Ti wechseln könnt. Das Problem, was wir seit einiger Zeit haben, ist, dass er ab und an Fehlercodes wirft bezüglich Lambda-Sonde bzw. Luftmassenmesser. Dadurch entstehen dann auch teilweise Fehlzündungen an dem einen oder anderen Zylinder. Die Lambda-Sonden hatte ich ja schon vor einiger Zeit gewechselt, sprich die sind neu. Die können wir also jetzt als Fehlerquelle ausschließen. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den Luftmengenmesser einmal oder Luftmassenmesser einmal zu wechseln. Und in dem Video zeige ich euch, wie das geht. Diese Luftmassenmesser gibt es einmal direkt bei BMW. Das würde ich auch empfehlen, diese zu nehmen. Die sind deutlich teurer als das, was ihr im Internet findet, auf Websites, wo es Gebrauchteile gibt, oder auch auf dedizierten Zubehörseiten, wo ihr Zubehör für alle möglichen Automarken bekommen könnt. Da sind die Preise so zwischen 85 Euro bis 170 Euro und bei BMW direkt kostet das tatsächlich knackige 374 Euro. Aber wie gesagt, ich möchte hier nicht das Risiko eingehen, wie schon in der Vergangenheit häufiger, irgendwas Günstiges zu kaufen und dann nachher nochmal das Teure kaufen zu müssen, weil das Günstige eben nicht funktioniert. Das heißt, hier also keine Experimente, ähnlich wie bei den Lambda-Sonden. Da hatte ich ja auch erst die günstige Version gekauft, die dann nicht wirklich funktioniert hat und am Ende dann eben doch die teuren Original-Lambda-Sonden kaufen müssen. Das heißt also, hier jetzt mein Tipp für euch: Kauft euch gleich das Originalprodukt, am besten direkt bei eurem BMW-Händler des Vertrauens. Und ja, jetzt schauen wir einmal rein, wie das Ding aussieht. Dann habt ihr auch so eine grobe Vorstellung, um was es sich hier handelt. Das hier ist also der Luftmengenmesser. Hier im Inneren seht ihr sozusagen den eigentlichen Sensor. Der ist hier oben in das Gehäuse eingelassen. Das Gehäuse hat hier nochmal so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines bisschen Staubschutz oder für größere Partikel, dass sie da nicht eindringen können und irgendwelche Beschädigungen verursachen. Außerdem sieht man auch, hier ist eingedruckt sozusagen die Luftflussrichtung. Also darauf müsst ihr achten beim Einbauen, das zeige ich dann auch später nochmal, dass ihr eben die Luftflussrichtung einhaltet. Also sprich, hier vorne würde sich jetzt der Luftfilterkasten befinden mit dem Luftfilter. Von hier außen würde die Luft angesaugt werden, durchströmt dann den Luftfilterkasten mit dem Luftfilter, trifft hier auf den Luftmassen- oder Luftmengenmesser. Die Information geht dann direkt ans Steuergerät und dementsprechend regelt das Steuergerät dann eben Benzineinspritzung und andere Dinge. Ja, genau. Als nächstes, wie gesagt, der Einbau. So, und jetzt geht es auch schon los mit der Demontage. In dem Fall müssen wir zuerst den Stecker vom Luftmassenmesser abmachen, beziehungsweise das mache ich jetzt halt zuerst, den Stecker abnehmen. Dann klemme ich den hier hinter eines der Kabel, sodass er aus dem Weg ist. Und jetzt geht es darum, die Schelle zu lösen, die den Schlauch, den Ansaugschlauch, der zur Drosselklappe führt, mit dem ja, Lüfterkasten verbindet. Die einfach, wie gesagt, anlösen, so dass man später dann den Lüfterkasten, wenn man den an den Verriegelungspunkten geöffnet hat, dort abziehen kann. Jetzt zeige ich euch, hier ist zum Beispiel so ein Verriegelungspunkt, ja, da müsst ihr also unten hingreifen und diesen Schlemper nach oben ziehen, sodass der Luftfilterkasten frei ist. Hier ist jetzt nochmal so ein Verriegelungspunkt, da muss man auch, ist ein bisschen eng, aber man kommt dann doch ganz gut ran. Eben wie gesagt, hingreifen und den Verriegelungsschlemper lösen. Hier ist auch noch mal einer. Das sind also insgesamt 4 Stück. Sogar, nee, ich glaube, es sind sogar 5 Stück bei mir. Genau, 5 Stück waren es. So, die löse ich jetzt alle einmal, sodass der Luftfilterkasten an sich dann frei ist und man ihn vom Luftfiltergehäuse abnehmen kann. Wie gesagt, ist ein bisschen eng, aber es funktioniert. So, jetzt ist der letzte Schlemper auch gleich gelöst und ich kann den Luftfilterkasten nach oben wegziehen bzw. ein bisschen anheben. Das mache ich jetzt hier. Ich löse also schon mal den Schlauch, der zum Luftfilterkasten führt, den löse ich jetzt ein bisschen an, sodass der da hinten sozusagen schon keine wirkliche Verbindung mehr hat zum Luftfiltergehäuse. Der ist jetzt also lose, den kann man dann nachher ganz einfach wegziehen.
Und jetzt hängt das Ganze noch an dem Lufteinlass, der sozusagen oberhalb der Nieren oder im Bereich der Nieren sich befindet. Da ist jetzt nochmal so ein kleiner Plastikkanal, der mit dem Luftfilterkasten verbunden ist und eben Frischluft von vorne ansaugt oder beziehungsweise Frischluft von vorne in den Luftfilterkasten führt. Der muss jetzt auch gelöst werden. Der ist hier, der ist lediglich eingeklipst mit so Plastikklipsen. Da kann man, wenn man den so ein bisschen zusammendrückt, kann man den da aus dieser Verankerung lösen. Und wenn das dann auch frei ist, dann kann man den kompletten Luftfilterkasten einfach nach oben wegnehmen. Das mache ich jetzt hier. Und damit habe ich sozusagen Blick auf den Luftfilter und ich habe aber auch Blick auf den Luftmengen, Luftmassenmesser, den ich ja jetzt hier tauschen möchte. Der sitzt also hier im Gehäuse, der ist wieder mit 2 solchen Metallklemmen gehalten, einmal links, einmal rechts. Die müssen wir jetzt dann gleich lösen. Und bei der Gelegenheit einfach mal einen Blick werfen auf euren Luftfilter, sieht der noch gut aus oder müsst ihr den vielleicht auch tauschen. Schadet ja nicht, wenn man das schon abhat. Jetzt gehe ich her und löse diese Metallklemmen, sodass der Luftmassenmesser frei wird. Und dann kann man ihn einfach aus dem Luftfilterkastengehäuse rausziehen. Das kommt jetzt als nächstes. Genau, ein bisschen nach rechts, links drehen und dann hat man den schon direkt in der Hand. Und hier sieht man jetzt auch, da sollte man wie gesagt auch darauf achten, hatte ich am Anfang erwähnt, die Luftflussrichtung, die sollte nachher halt wieder dieselbe sein. Also wie gesagt, dieses kleine Schutzgitter Richtung Luftfilterkasteninneres und der Pfeil Richtung Drosselklappe. Das vergleiche ich jetzt hier auch nochmal mit dem neuen Luftmengenmesser. Also auch hier sozusagen einmal die Baugleichheit, dass man wirklich das richtige Teil erwischt hat, nicht, dass man es zusammenbaut und dann funktioniert es nicht. Und eben auch die Luftflussrichtung nochmal kontrollieren. Ja. Also wie gesagt, vom Luftfilterkasten weg Richtung Drosselklappe soll der Pfeil zeigen. Und hier wie gesagt einfach nochmal vergleichen. Das ist eindeutig dasselbe Teil. Das ist also das Richtige, das können wir problemlos verbauen. Und jetzt verbaue ich das hier an der Stelle auch wieder im Luftfilterkasten selbst. Einfach wieder reinstecken und dann die beiden Metallklemmen wieder verriegeln, sodass der Luftmengenmesser hier im Gehäuse gehalten wird und nicht irgendwie rausrutschen kann. Und jetzt können wir den Luftfilterkasten wieder auf sein Gehäuse setzen. Das mache ich jetzt hier. Also zuerst hinten an dem Rohr sozusagen das einhängen, dann vorne das Anschlussrohr wieder verbinden. Das Ganze mit ein bisschen Rechts-Links-Bewegungen wieder in Position bekommen. Schauen, dass der sauber auf dem Luftfilterkasten aufsitzt, dass also nichts übersteht oder ihr nicht gerade aufgesetzt habt. Einfach an der Seite gucken, das kann man immer gut erkennen. Der Luftfilter selbst ist ja so orange, das würde man dann schön sehen von oben, ob der irgendwo rausschaut. Und wenn das alles passt, dann geht er einfach her und verriegelt die Klemmen wieder im Luftfilterkasten, sodass der wieder fest verankert ist und sich der Deckel des Luftfilterkastens nicht mehr vom Luftfilterkasten selbst lösen kann. Das müsst ihr halt an allen 5 Stellen, waren es ja wie gesagt, müsst ihr die Verriegelungen wieder aktivieren. So, jetzt wenn die alle sozusagen wieder eingehangen sind, dann ist der nächste Schritt, dass ihr den Schlauch wieder am Luftfilter befestigt, beziehungsweise am Luftfilterkasten, den also wieder schön festziehen, dass die Schelle da den Schlauch ordentlich hält und der Schlauch nicht durch irgendwelche Bewegungen oder Vibrationen da runterrutscht und ihr also einen schönen geschlossenen Luftkreislauf habt, keine Fremdluft zieht. Das nochmal prüfen, nochmal dran ziehen, ob das alles sitzt, den Stecker wieder dran und dann sind wir auch schon fertig. Das war der ganze Zauber. Also wenn ihr ein ähnliches Problem habt oder den mal wechseln möchtet, das wäre der Weg, wie ihr das macht. Wie gesagt, am Ende nochmal kontrollieren, dass er überall schön aufsitzt, dass hier nichts rausschaut, dass die Verankerungen alle eingeklipst sind. Und so wechselt ihr euren Luftmengenmesser. Bis dahin, viel Spaß und ciao!